Hallo liebe Gemeinde und herzlich willkommen bei Vancamper 65. Heute geht es mal wieder ums Heki. Ich hatte ja schon mal vor circa 1-2 Monaten einen Film über die Heki-Sicherung gemacht. Den verlinke ich euch mal da oben. Und der hat bis jetzt über 8000 Klicks bekommen. Zeigt, dass das Problem wohl sehr häufig vorkommt oder ein großes Interesse an der Lösung vom aufspringenden Heki ist. Ich möchte jetzt hier eigentlich gar nicht mehr über das eigentliche Problem eingehen, sondern euch eine Lösung zeigen, und zwar noch eine bessere. Meine bisherige Lösung sah ja so aus, indem ich diese Bauklammern im Durchmesser von 25 mm benutzt habe. Es passen auch die 19 mm. Ich habe halt die größeren genommen, weil ich sie besser verschieben konnte, aber die 19 mm passen auch. Jetzt war ich da so letzte Woche im Facebook unterwegs und Instagram und sehe auf einmal, dass der Timo von Stihl.de, vielen Dank an der Stelle schon mal an Timo, sich auch Gedanken darüber gemacht hat, weil er hatte nämlich genau dasselbe Problem. Ihm ist auch während einer stürmischen Fahrt auf der Autobahn oben das Heki aufgesprungen und er hat dann einfach nach einer Lösung geguckt und ist dann unter anderem auf mein Video gestoßen. Allerdings ist der Timo ein begnadeter Handwerker und hat auch die entsprechenden Maschinen und hat jetzt Folgendes gemacht: Heki-Lock. Was ist Heki-Lock? Ja, im Prinzip fast dasselbe wie sowas. Allerdings, ich mache es mal auf, gefräst und richtig geil. Das Pärchen gibt es bei ihm im Shop. Das Set kostet 6,90 Euro. Ich verlinke euch nachher nochmal die Homepage vom Timo. Da gibt es auch ganz andere Sachen. Svanlet und einen Kleiderhaken für die Führungsschiene und Magneten und Markisenhalter. Der eine oder andere kennt ihn sicherlich. Und jetzt zeige ich euch mal geschwind, wie man die Dinger reinmacht im Vergleich zu dem anderen. Und dann müsst ihr sagen, 6,90 Euro und eure Probleme sind gelöst. V2 von der Heki-Sicherung, richtig geil. Und genau das war ja das Thema. Meine Bauklammern, die gingen ja dann quasi in diesen Schlitz da oben rein. Und dem Timo seine Klammern, die gehen jetzt da unten in das Loch rein. Und zwar richtig tief. Und jetzt wackelt da nichts mehr. Das Ding ist bombensicher. Und das Geile ist, man kann es jetzt wieder rausmachen und dranbleiben. Nicht so wie meine, die zu groß sind, wo verrutschen. Sondern das Ding bleibt jetzt wirklich an Ort und Stelle. Man kann es dann das Dach wunderbar aufmachen, passiert nichts. Und es geht dann hier ins Loch rein und sitzt einwandfrei. Dasselbe an der anderen Stelle, zack, dran, ab ins Loch. Das ist die beste Lösung, die es, denke ich, jetzt momentan auf dem Markt gibt. Und deswegen die Heki-Lock von Stihl. Wenn einer ein gutes Produkt macht und es auch noch alles made in Germany, die ganzen Materialien aus Deutschland stammen, dann mache ich da gern Werbung dafür. Ich deklariere das auch als Geschenk, weil ich war gestern beim Timo, ich habe ein paar andere Sachen für mich besorgt, habe dann mit ihm gesprochen, dann hat er mir quasi das Heki-Lock geschenkt. Nochmal recht herzlichen Dank dafür, aber wie gesagt, für so eine geile Sache mache ich gern Werbung. Uns hat gezeigt, der Bedarf ist da und Leute, ihr könnt es ab jetzt käuflich erwerben. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Richie von Vancamper 65.